Wir sind ganz einfach hier glücklich. Ja, uns gefällt alles hier. Mit Thüringen verbinde ich erstmal ein gutes Gefühl. Mit Thüringen verbinde ich natürlich ein Stück Heimat. Mit Thüringen verbinde ich aber auch Bratwurst. Ganz klar. Thüringer Klöße, auf alle Fälle. Green Heart of Germany, klar, schöne Natur, wer mag es nicht? Ich mag diese Kombination aus Stadtleben und Landleben so. Oder Kleinstadtleben könnte man sagen. Ja. Ich glaube, es ist logistisch ziemlich gut gelegen. Das mögen die Leute, die sich hier niederlassen. Und die hier wohnen, die mögen das nicht. Ja, und vor allem die kleinen Lädchen so, also gerade jetzt hier in Jena, aber auch in Erfurt, finde ich, sind noch viele Handwerksbetriebe da, was ganz süß ist. Wenn man jetzt so eine Schokoladenfabrik sieht. Manchmal vermisse ich die Wildnis. Aber wenn man dann richtig so sieht, Landschaften, ganz viele Hügel. Genau. Und die Menschen sind untereinander noch ein bisschen persönlicher, ist nicht so anonym. Und dass die Menschen hier alle so nett sind. Was will ich noch sagen jetzt? Eigentlich ist es schön hier zu wohnen, muss ich jetzt für mich sagen. Thüringer Wald, Ja, wir klingen die witzig. kleinen Berge, die wir so haben. Und ich wohne auf dem Dorf und habe einen wunderbaren Ausblick. Also für mich ist Thüringen wie Urlaub. Also was ich besonders finde an Thüringen ist so die Dichte an Kulturlandschaft und auch die Überschaubarkeit, die das Bundesland hat. Was ich aber sagen kann, ist, ich finde die Menschen sehr offen und sehr freundlich. Das fand ich toll. Also, wusste ich einfach nicht. War vorher noch nie in Thüringen, bevor ich hierher gezogen bin. Und ich finde, wir begegnen. Meine schönen meine Damen und Herren, wir begrüßen recht herzlich hier genau nach Leipzig über Gotha und Erfurt sowie Weimar und Apolda. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Der ländliche Raum, die Provinz, die Peripherie, egal wie man das nennen will, ist schon eine große Herausforderung. Während in Städten ein Einwohnerzuwachs stattfindet, gibt es im ländlichen Raum, in den entlegeneren Gegenden, in den Dörfern einen Einwohnerrückgang. Wir erleben immer stärker, dass diese ursprünglich sicher eher fachliche Frage auch nach den städtebaulichen Folgen, den infrastrukturellen Folgen, zu einem großen gesellschaftlichen Thema geworden ist. Was passiert in unseren ländlichen Räumen? Wie empfinden die Leute, die dort leben, ihre Situation? Fühlen sie sich abgehängt? Welche politischen Folgen haben solche Entwicklungen auch? Und nun arbeiten wir als IBA Thüringen wirklich im ganzen Land. Wir machen Projekte, das heißt, wir arbeiten nicht wirklich für alle Dörfer und Gemeinden, für jeden Landkreis, sondern suchen immer nach ausgewählten, besonders fortschrittlichen, besonders anspruchsvollen Aufgaben, die etwas neu versuchen, etwas auf andere Art und Weise unternehmen wollen. Also nicht die Fortsetzung der Entwicklung, die wir schon kennen, sondern einmal um die Ecke denken, einmal etwas anders machen, etwas Neues auszuprobieren. Das ist der Anspruch der IBA Thüringen. Das sind also verschiedene Standorte, an denen wir sehr exemplarisch versuchen, etwas Neues zu zeigen, etwas Neues auszuprobieren. Das dann aber schon mit dem Anspruch, dass es ein Modellfall sein soll zur Nachahmung für andere und auch zur Fortsetzung nach dem Zeitraum der IBA Thüringen. Mit unseren 3 Schwerpunkten gehen wir verschiedenen Themen nach. Wir wollen auf der einen Seite bearbeiten, wie man die allgegenwärtigen Leerstände auf eine neue Art und Weise aktiviert. Wir wollen aber auch neue Koalitionen, Kooperationen zwischen der Verwaltung und der Politik, den kirchlichen Gemeinden und Verbänden, aber auch Privatpersonen, die sich engagieren. Und drittens, und da ist es dann wirklich auch immer eine IBA, eine Bauausstellung, suchen wir nach dem richtigen Ausdruck, den Gestaltungsmöglichkeiten im Gebauten, beim Umbauen ganz stark, aber auch in der Landschaftsgestaltung. Hier sind also Akteure in ganz Thüringen, in Stadt und Land, dabei, ihre Projekte zu verdichten und umzusetzen, und wir helfen und unterstützen und begleiten sie dabei. Ja, und mit dem Eiermann-Bau in Apolda gibt es natürlich einen wunderbaren Standort, ein herausragendes Denkmal der Industriemoderne,
bei dem man auf einen Blick sehen kann, was die IBA meint, wenn sie Lehrgut entwickeln will, wenn sie neue Kooperationen zeigt oder wenn sie eine neue Architekturhaltung zeigen will, um deutlich zu machen, wie wenig ist genug, wie schaffen wir das mit dem Umbauen. Für mich hat dieses Projekt eine ganz besondere Aura. Dieser Ort ist Baukultur per se und auch eine ganz besondere Umbaugeschichte, die hier schon da ist und die man so schön fortschreiben kann. Und da haben wir sehr lange daran gearbeitet als IBA und sehr viel Unterstützung, politische, gesellschaftliche, lokale Unterstützung geholt, bis wir dieses Projekt selber auf die Schienen gesetzt haben und als IBA jetzt auch eben die Projektträger von dem Eiermann-Bau oder der Open Factory als Leitbild für die Entwicklung des Eiermann-Baus sind. Eiermann-Bau, wer sich nur ein bisschen in die Bauhausphilosophie eingedacht hat oder die Ästhetik mag, der kommt von diesem Bau eigentlich gar nicht los. Wir haben Partys gefeiert, wir haben die Abholdienerinnen eingeladen, mit uns zu feiern. Wir hatten einen Ping-Pong-Club, wir haben Musik gemacht, wir haben gebaut, wir haben getanzt. Das Besondere an Thüringen ist wahrscheinlich, dass es genau solche Orte noch hat, die vor sich hin schlafen, die ganz wunderbar sind, ganz viel Kraft haben und man die Chance hat, diese tatsächlich noch zu entwickeln. Ich mag es sehr, wenn ich meine Bienenkästen kontrolliere und meine Bienenvölker nochmal durcharbeite und wenn ich dann zur Hauswand schaue und dann in die Fenster schaue und dann sehe ich dann die Mitarbeiter von der IBA und man winkt sich dann so hin und her, das finde ich wirklich schön, das hat was. Und so ein sehr schönes Miteinander, obwohl man nicht so extrem viel miteinander hierzulande arbeitet. Also klar, meine Bienen stehen hier, die Bienen arbeiten aber wahrscheinlich mehr mit der IBA zusammen als ich, weil ich komme immer nur mal und kontrolliere und mache da und dort was. Als wir hier rein sind und dann auch gesehen haben, was sich daraus entwickelt hat mit den Gewächshäusern. Ich denke, das war schon eine gute Entwicklung, ein gutes Gefühl, wenn man dann als Bürgermeister reinkommt und sieht, was draus werden kann. Na, wie wir gesagt haben, das Projekt Schloss Bethheim ist sehr alt. Und für das IBA-Projekt ist es eigentlich nur ein Ausschnitt innerhalb eines großen Gesamtprojektes. Aber es war tatsächlich so, dass wir was dann 2013 gestartet haben und kurz danach kam der IBA-Aufruf und da haben wir uns einfach wieder gesehen. Und dieses Bild des Architekten, der eigentlich ein Großstadtphänomen ist, der erfolgreiche Architekt, dem versuchen wir aktiv was entgegenzusetzen. Unser erstes Bethheimer Kamingespräch drehte sich ja gerade um Kollegen, die in ähnlicher räumlicher, landschaftlicher Situation leben, also auf dem Lande leben und von dort aus sehr erfolgreich mit großem Anspruch Architekten sind. Ja, also wir haben ja jetzt einen Sommer, der jetzt kommt, oder einen Jahresstart gehabt ohne Baustelle und das fand ich dann unglaublich schade, als diese Zeit vorbei war, dass da immer Bauaktivität war. Ja. Wir haben im ländlichen Raum, und wenn wir damit jetzt mal diese kleinen Städte und Ortschaften dazuzählen, wohnt eine Mehrheit der Bevölkerung. Dort entscheiden sich in gehöriger Sache auch Zukunftsfragen, weil natürlich dort auch die Mehrheiten gebildet werden. Und das sind Dinge, an die muss man ran und die dürfen nicht aus dem Fokus geraten. Wir haben Menschen in dem Quartier befragt und haben sie gefragt, wie sie ihre Lebenswelt in diesem Quartier empfinden. Und wir sind erstaunt gewesen, weil wir ein anderes Bild von dem Quartier hatten. Wir haben immer das Schlechte gesehen und dass wenig Anregung da ist. Und die Menschen haben uns gesagt, kommt mal bitte mit in unsere obere Etage und schaut euch an, was wir hier für eine wunderbare Aussicht haben. Und als die Menschen uns das gesagt haben, wie sie ihr Wohngebiet sehen und ihren Lebensraum, haben wir erst mal gemerkt, dass wir irgendwie falsch sind. Und ich glaube, wir müssen uns die Mühe machen, hinter die Fassade zu gucken und tiefer reinzugucken, was Menschen brauchen und was Menschen ausmacht. Also mein schönstes Erlebnis in dem Prozess war, als ein kleiner afghanischer Junge auf unserem Rohbau des Werkhauses bis oben drauf stand und er hat das erste Mal mit Holz gebaut. Und es war so blauer Himmel zu sehen, es strahlte die Sonne und er stand da oben und hat dann gesagt, das habe ich mitgebaut. Und das ging mir sehr, sehr nah und das habe ich mir sehr gemerkt. Es gibt mehrere Kirchen oft in einem Ort. Mein Paradebeispiel ist immer Donndorf, ein Ort mit, ich glaube, 500, 600 Einwohnern. Und es gibt dort 3 Kirchen. Was soll so ein kleiner Ort mit 3 Kirchen anfangen? Die Idee des Projektes, in Kirchenräumen zu übernachten, ist eigentlich schon sehr alt. Und die Michaeliskirche ist ja eine voll in Betrieb befindliche Kirche. Es finden 14-tägig Gottesdienste statt, es finden Trauerfeiern, Hochzeiten, alles was Kirche berührt, findet dort statt. Wie können wir diese wertvollen Kirchen, die oft älter als 500 Jahre sind, die
Jahrzehnte, Jahrhunderte von Kirchengeschichte, aber auch Landesgeschichte, Handwerksgeschichte widerspiegeln. Wie können wir die mitnehmen in die Zukunft? Und dann bin ich der Meinung, Kirchen sind nicht für wenige Menschen gebaut, die vielleicht sonntags zum Gottesdienst kommen, sondern sie sind für die Gesellschaft, für viele Menschen gebaut. Also wir sind ja selbst auch in die Kirche eingezogen zu Beginn, um das Ganze experimentell auch auszuprobieren, was das eigentlich bedeutet. Und die Infrastruktur war einfach auch gegeben, um dieses Projekt einfach mal zu testen, einfach mal zu starten. Und das war also die schönste Woche, die ich in diesem Projekt erlebt habe. Einfach diese Zusammenarbeit mit den jungen Leuten, das war so toll und davon zehre ich heute noch. Also das Schwarzertal ist eine wunderschöne Natur- und Kulturlandschaft am Nordostrand des Thüringer Waldes. Mich hat es halt gestört, dass so viel negative Energie im Tal war und dass alles immer nur bergab ging und schlechter wurde. Und die Sommerfrische als Türöffner war eigentlich eine super Idee. Nach 2 Jahren kamen die Leute und haben gemerkt, das ist was ganz Tolles für sie und wollten alle mitmachen. Und dann kamen mehrere tausend Besucher ins Tal. Es ist uns gelungen, doch auch junge Leute jetzt schon ins Tal zu locken, die das als Möglichkeitsraum für ihre Aktivitäten begreifen und auch die Menschen vor Ort ein bisschen positiv oder positiver zu motivieren. Aber dieses Projekt als solches passte einfach super zu unserem Arbeitsprofil. Also es entsprach genau dem, was wir täglich tun, nämlich das Bauen im Bestand, das Bauen im ländlichen Raum und auch diese Herausforderung, vielleicht mit wenig Budget möglichst gute Ideen zu entwickeln. Also landschaftlich ist das Schwarzertal unglaublich schön und diese Vielfältigkeit und auch diese Abgeschiedenheit ist für mich unheimlich besonders und auch sehr schätzenswert. Also zu Beginn unserer Arbeit wurden wir natürlich ein bisschen beobachtet, was machen die da? Aber es war jetzt nie ein Widerstand zu spüren, ganz im Gegenteil. Eigentlich vielleicht ein bisschen Neugier und letztendlich haben wir unser Ziel erreicht, nämlich die Gemeinde und die Handwerker vor Ort alle mit einzubinden. Und ja. Eine IBA macht selten Projekte für sich allein. Und immer stärker stellt sich heraus, dass es nicht nur die Idee, die gute Absicht, die Inhalte sind, die da für uns entscheidend sind, sondern dass es vor allen Dingen um die Akteure geht. Die Diskussionen in der Fachwelt, aber auch als gesellschaftliche Debatten finden international statt. Auch an Orten, die wir nicht unbedingt erwartet hätten am Anfang, beispielsweise in China, wo man über die Beziehungen zwischen Stadt und Land, Dorf und Landschaft eben auch diskutiert, ganz gewiss in einer anderen Art und Weise in Thüringen, aber mit ähnlichen und auch wiederkehrenden Fragestellungen. Getting rid of those categories, we can free ourselves and focus only on the quality of the spaces that we are creating, and for that try to reach a balance which mixes nature, agriculture, further production, society living, culture. And we've got to protect the natural environment. You can't have cities built on arable land and you can't have airports built on wetlands. We've destroyed our wetlands. So there is a crisis in the world and it has to be planned. From my point of view, the countryside needs to develop within the city. Sweden is a very urbanized society, has 85% of urbanization. So our cities, we need to learn how to relate to the countryside. Stehbar machen. Das Denken im Dorf muss globaler und auch ein bisschen urbaner werden. Dann bleiben nicht nur die Alten zurück, sondern die Jungen kommen mit ihren kreativen und innovativen Ideen zurück. Und das ist die Grundlage für Entwicklung im ländlichen Raum. So, my recommendation would be to embrace the space that the countryside gives and shares and takes to really investigate the core values of human life and human prosperity. Und ich denke, darin liegt das zentrale Potenzial des ländlichen Raums. Denn es gibt bestehende Strukturen, es gibt bestehende Gemeinschaften. Und schon immer hat der ländliche Raum bewiesen, dass er auch ohne die Stadt klarkommt. Dass es ein großes Potenzial und eine große Kraft des Selbermachens gibt. Denn es gibt eben noch diese Räume.
Ja, grünherzige Menschen. Wälder, Wiesen. Ja. Was wir vermissen würden, unter die Berge. Also wieder dieses Drumherum, dieses Ambiente drumherum.